Ich glaube, wir sind uns einig, bei diesen Temperaturen kann jede kleine Abkühlung helfen. Und statt einen langweiligen Fächer zu kaufen, machen wir heute einen ganz individuellen Fächer selbst. Viel Spaß! Ich habe mir so einen Fächer hier, oder so einen in der Art auf jeden Fall, gekauft und habe mir so überlegt, ob ich den nicht auch selber machen kann, und zwar in dem Design, das ich persönlich gerne möchte. Und dabei habe ich dann auch so gedacht, es wäre auch ein wirklich schönes, personalisiertes Geschenk, denn man könnte den ja auch vorab beplotten oder man könnte einen Stoff nehmen, den man bemalen kann und so weiter. Und da bin ich zu der Idee gekommen, diesen Fächer einmal selber zu machen. Und heute gibt es dafür die komplette Anleitung. Und du brauchst auch gar nicht so viel Materialien. Das funktioniert richtig gut mit ganz einfachen Sachen. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Aber eins noch vorab, dieses Video hat ein Werbepartner möglich gemacht. Das ist U-Bond, aber über den sprechen wir später. Wir kommen jetzt zu den Materialien, die du für diesen Fächer benötigst. Ich habe dir aber alles unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt, damit du mit einem Klick alle Materialien zusammen hast. Zuerst mal nehme ich mir so einen Fächerrohling. Die gibt es zum Beispiel bei Amazon. Ich habe jetzt hier die günstigste Variante gewählt. Es gibt aber auch teurere, die aus einem bisschen besseren und ein bisschen dickerem Holz sind. Meins ist jetzt hier ein bisschen wabbelig, tut aber auch seinen Dienst, falls es für den schmaleren Geldbeutel gedacht ist. Was ich auch toll finde, ist, dass hier ein kleiner Ring befestigt ist, an dem kann ich dann ein Band befestigen. Als nächstes benötigst du irgendeinen Webware-Stoffrest. Das muss gar nicht so viel sein, es sollte nur mindestens so breit sein, wie auch dein Fächer aufgeschlagen dann breit ist. Und mehr brauchst du eigentlich nicht. Wenn du ihn wie ich noch wischfest machen möchtest, beziehungsweise wasserfest, dann empfehle ich dir diesen OD-Code von Odif. Den benutze ich später noch im Video, um den Stoff einmal wasserfest zu machen. Es gibt aber auch beschichtete Stoffe, wie zum Beispiel dieser pinke hier. Das ist ein beschichteter Stoff, fühlt sich ähnlich an wie Wachstuch. Den kannst du zum Beispiel auch dafür verwenden. Auch dafür werde ich dir ein paar Stoffe verlinken, die ich so im Netz gefunden habe. Die Liste findest du wie immer unten, damit du nicht lange suchen musst. Ich trage alles mit einem Pinsel auf. Du kannst dafür aber auch so eine Plastikkarte nutzen. Dann brauche ich noch einen Stift zum Markieren, ein Lineal, eine A4-Seite Papier und dann habe ich noch einen Karabiner und eben auch ein Band. Also ich könnte mir jetzt hier aus diesem Makramee zum Beispiel ein Band machen, aber wir machen noch eins selber. Und du solltest unbedingt Stoffkleber oder Holzleim benutzen. Beides ist hier möglich. Schau einfach mal nach, was du noch da hast. Ich benutze hier diesen Stoffkleber, auch wenn die Tube schon ein bisschen kaputt ist. Zuallererst möchte ich dir aber zeigen, wie ich das Schnittmuster dafür erstellt habe. Zuerst mal habe ich den Fächer genommen und einmal alle Streben durchgezählt. Also wie viele Streben hast du? Dann habe ich diese durch 2 geteilt und mir davon die Hälfte genommen. Bei mir war das jetzt eine ungerade Zahl, deswegen habe ich mir 13 Streben genommen und die 13. ist dann quasi sozusagen die Mitte gewesen und habe die ganz gleichmäßig auseinandergespreizt aufgelegt. Dann habe ich mir das festgeklebt und jetzt können wir schon unser Schnittmuster zeichnen. Wir zeichnen hier im Stoffbruch. Wir müssen ja nicht das Ganze aufzeichnen, denn ganz ehrlich, das ist recht wabbelig. Dann habe ich mir alle Streben einmal markiert, denn da zeichnen wir später Linien, an denen wir die anlegen können zum Kleben. Jetzt können wir den Rohling beiseite legen, der stört uns ja sonst nur. Und ich lege jetzt mein Lineal an und markiere nochmal neben jedem Punkt einen weiteren Punkt mit einem Abstand von 0,5 cm. Das ist dann quasi unsere Saumzugabe. Die oberen Punkte werden jetzt so ein bisschen rund verbunden. Du erkennst hier eigentlich schon fast so einen halben Fächer. Und die unteren Punkte verbinde ich dann mit einer Linie unten zu dieser Kante. Dann trage ich mir noch den Stoffbruch ein, wo der stattfinden muss, damit das dann für das Schnittmuster auch gut funktioniert. Ich habe auch links und rechts immer ein bisschen Stoff noch addiert, damit ich einfach dann beim Zuschnitt ein bisschen mehr Ruhe habe und es nicht zu knapp werden kann. Denn abschneiden kann man ja immer, wenn es zu viel ist. Ich möchte gern, dass mein Fächer abwischbar ist und auch wasserfest ist. Deswegen wird er vorbehandelt. Damit das passieren kann, muss er erstmal gebügelt werden. Als nächstes klebe ich mir den Stoff einmal ganz flach vor mir hin. Dabei benutze ich meine alte Bastelmatte. Das funktioniert hier ganz gut mit Klebeband und klebe ihn mir fest.
Wichtig ist, dass er nicht verrutschen kann, wenn man ihn behandelt. Als nächstes trage ich dann diesen OD-Coat, also diese Wachsversiegelung auf. Am besten macht man das mit so einer Chipkarte, damit kann man es so draufstreichen und ist eigentlich recht schnell fertig. Ich hatte jetzt aber wirklich keine da, die ich für dieses Video opfern konnte. Deswegen lasse ich das jetzt einfach hier drauf und verschmiere das mit einem Pinsel. Das Gute ist, dass das ein bisschen glänzt und dadurch sehe ich auch, was ich schon behandelt habe und was noch nicht. Und was auch schön ist, meine Tube ist endlich alle geworden. Ich bin immer froh, wenn ich so Reste auch verarbeiten kann. Nicht nur Stoffreste, sondern auch zum Beispiel meine OD-Coat-Reste. Diese Versiegelung macht dabei den Stoff wirklich komplett wasserabweisend. Das macht zum Beispiel auch Sinn, falls du eine Jacke nähen möchtest oder eben Stoff wie Wachstuch verarbeiten willst oder für eine Outdoor-Tischdecke. Dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Auch dieses Mittel habe ich dir unten verlinkt. Und jetzt müssen wir das Ganze für 20 Minuten trocknen lassen. Während der Stoff jetzt trocknet, können wir dann doch noch über meinen Werbepartner sprechen, denn ich würde jetzt gerne noch mal einmal in meinem Nähzimmer ein bisschen Ordnung machen und einmal wischen. Ich würde dir jetzt mal zeigen, womit ich das mache und welches Gerät ich dafür testen durfte. Darf ich vorstellen, der U-Bond D500 Nass- und Trockensauger. Das Praktische, du hast 2 Geräte in einem und das Teil ist so schnell aufgebaut und befüllt. Alle Materialien sind schon dabei, auch die Reinigungslösung. Einen orangenen Deo-Stick kannst du für den Schmutzwassertank auch noch dazu kaufen. Und dann kann es sofort losgehen. Wenn du das Gerät dann einmal anschaltest, bekommst du eine tolle Anzeige, die dir anzeigt, wie viel Akku das Gerät noch hat. Denn es funktioniert komplett ohne Kabel und es saugt direkt los. Also es saugt von alleine. Du brauchst eigentlich gar keine Kraft. Es zieht von ganz allein nach vorn. Und das Coole ist, das Gerät kann im 180-Grad-Winkel geneigt werden. Schaut mal, wie flach das Teil ist. Du kommst damit also wirklich immer unter das Sofa, ich zum Beispiel unter die Treppe und es wischt und saugt gleichzeitig. Und das Coole ist, dass es auch genau an der Leiste lang saugen kann. Das können viele andere Geräte nicht. Da hat man immer so eine blöde Kante. Das ist hier nicht der Fall. Die Leistung ist dabei auch richtig klasse. Ich war super zufrieden und das macht einfach richtig Spaß, weil der Boden danach sehr schnell sauber ist. Ich habe überhaupt keinen Kraftaufwand dafür betrieben. Flüssigkeiten sind übrigens auch kein Problem. Die werden hier direkt aufgesaugt und weggewischt. Perfekt, oder? Und der Hersteller verspricht, dass sich sehr viel weniger Haare drin verfangen. Denn alle, die lange Haare haben, kennen wahrscheinlich das Thema, dass sich unter diesen Rollen oder in diesen Rollen immer lange Haare verfitzen. Das soll hier nicht der Fall sein. Wenn dein Boden dann sauber ist, stellst du das dann einfach wieder in diese Ladestation rein und das Coole ist, das Teil reinigt sich dann selbst. Also es geht sofort die Selbstreinigung los, diese Walze dreht sich und wird sauber gemacht. Dabei wird die Walze auch direkt trocken geföhnt und es entstehen keine unangenehmen Gerüche mehr. Übrigens lässt sich das ganze Gerät auch super easy reinigen. Du kannst das Wasser einfach ablassen und du kannst unten die Bürste ganz einfach abnehmen, sodass du das ganze untere Teil reinigen kannst. Durch diesen abgespreizten Winkel kommst du wirklich überall ran. Ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich nicht zu Hause die, die den Boden wischt, aber mit dem Gerät hatte ich richtig Spaß dabei. Die 20 Minuten Trocknungszeit sind jetzt um, deswegen kommen wir jetzt einmal zum Zuschnitt von unserem Stoff. Also der Stoff, der nicht mehr behandelt werden musste, der kann sofort zugeschnitten werden. Unser mit OD-Coat behandelter Stoff muss erst einmal gebügelt werden, damit das richtig einimprägniert wird. Und danach können wir das dann direkt zuschneiden. Dafür nutze ich das selbstgemachte Schnittmuster. Vor dem Kleben kontrolliere ich aber nochmal, ob das jetzt wirklich so passt. Das Schnittmuster brauchen wir jetzt übrigens direkt wieder als Klebeplan, denn das ist einfach 2 in 1. Ihr wisst, ich liebe es, wenn Dinge mehrere Funktionen haben. Ich klebe mir das jetzt mit Washi-Tape wieder auf meiner Bastelunterlage fest und lege mir einmal nochmal meine Streben auf. Passt das jetzt so für dich, so wie du es auch gemalt hast? Denn die Streben liegen dann einmal direkt auf den Linien und so müsste es eigentlich perfekt aussehen. Jetzt nehme ich mir die Seite als allererstes vor und nehme diese ganz breite Seitenstrebe und pinsel die aber nur zur Hälfte mit meinem Stoffkleber ein. Also in dem Fall jetzt nur die linke Seite. Wenn deine Tube richtig funktioniert, fährst du einfach mit einem Strich lang. Das ging bei mir aber leider nicht, weil das oben und unten aufgeplatzt ist. Ich wollte es aber gerne trotzdem für dieses Video noch verbrauchen. Jetzt kannst du deinen Stoff daran einmal festkleben. Um das Ganze wirklich perfekt haltbar zu machen, nutze ich jetzt eine Stoffklammer, damit ich sicher sein kann, dass ich das nicht einfach wieder abziehe oder so. Jetzt
können wir unsere Streben nehmen und die nach unserem Klebeplan einmal auflegen. Dafür nutze ich diese Linien und ziehe die genau da drüber. Nimm aber nicht zu viel Streben mit einmal, sondern arbeite dich hier Stück für Stück vor, denn die verschieben sich unglaublich gern. Deswegen würde ich vielleicht 3 oder 4 Anläufe benutzen, um hier den Stoff festzukleben. Ich trage jetzt wieder meinen Stoffkleber auf, wie gesagt, wieder mit dem Pinsel, ein bisschen notdürftig, aber okay, vielleicht ist ja auch deine Tube kaputt und du sagst so, hey, gut, ich kann es trotzdem benutzen. Gut, dass Annika das auch so macht. Und wenn dann dein Kleber aufgetragen ist, dann nimmst du einfach deinen Stoff zur Hand und legst ihn vorsichtig auf. Wenn er dann perfekt auf den Streben liegt, ohne sie zu verschieben, dann kannst du deinen Stoff andrücken an den Stoffkleber. Bedenke aber, das dauert eine ganze Weile, bis der trocken ist. Wenn du jetzt noch was verschieben musst, weil irgendwas sich übereinander gehakelt hat, dann ist das kein Problem. Du solltest aber aufpassen, dass du nicht zu doll dran rumschiebst. Jetzt nehme ich mir das nächste Abteil vor. 5 bis 6 Streben reichen da meistens wirklich völlig. Wenn es zu viele sind, verschiebt es sich. Glaub mir. Und jetzt pinsel ich einfach wieder meinen Kleber auf und mache immer so weiter. Ich arbeite mich hier Stück für Stück vor, klebe wieder ein Stück fest, ziehe das zurecht, so dass es perfekt liegt. Das ist auch ein bisschen Geduldsprüfung, also bring auf jeden Fall für diese Arbeit ein bisschen Zeit mit. Es können sich immer mal Streben ein bisschen verschieben und du musst die wieder zurechtrücken. Dafür lohnt es sich auch, wenn man so einen Pinsel hat. Da kann man nämlich einfach hinten den Stiel vom Pinsel benutzen, um das wieder ein bisschen zurechtzurücken. Ich habe jetzt meine Tube irgendwie ein bisschen stopfen können, deswegen wollte ich dir auch noch mal zeigen, wie du dann einfach deinen Kleber auftragen kannst, nämlich so. Das geht sehr viel schneller als das, was ich davor gemacht habe. Also beim zweiten Fächer hat das bei mir dann funktioniert und dann legst du dann einfach deinen Stoff auf. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich hatte bei meinem Stoff ein bisschen Überstand, weil ich ja gerne lieber ein bisschen zu viel Stoff habe und ein Stück abschneide, als es dann knapp irgendwie zusammenzukriegen. Das Stück schneide ich mir jetzt ab, das hier übersteht. Und wenn das erledigt ist, kann ich wieder die Hälfte dieser dicken Endstrebe einpinseln und es dann ankleben. Aber Achtung, beim Anfang und beim Ende, das wird von hinten angeklebt und die schöne Seite des Stoffes wird von vorne aufgeklebt, so dass es am Ende ein schönes Ganzes ergibt. Weil ich mich da irgendwie schlecht ausdrücken kann, hilft es auf jeden Fall, wenn du dir das im Video ganz genau anschaust und das einmal genauso nachmachst, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Jetzt klebe ich es wieder an der Hälfte an, denn wir wollen ja eine schöne Kante. Es soll von vorne ja wirklich perfekt aussehen. Wir wollen ja nichts vom Stoff sehen oder von den Resten. Jetzt müssen wir nur noch die Oberseite einmal umklappen, wie einen Saum. Dafür nehme ich mir ganz viele Stoffklammern vor. Nehmt gerne die ganz günstigen. Es könnte nämlich sein, dass der Stoffkleber da ein bisschen haften bleibt und die dann vielleicht nicht mehr so schön aussehen. Deswegen habe ich hier die ganz günstigen, zum Beispiel vom Teddy genommen und die dann dafür benutzt. Dafür trage ich jetzt meinen Stoffkleber einmal ganz großzügig rundherum kreisrund oben auf, damit ich dann diesen Saum einfach umklappen kann und der dann mit diesem Stoffkleber einfach klebt. Und der wird dann mit den Klammern festgeklammert. Da arbeite ich mich jetzt aber auch Stück für Stück vor, denn hier ist es natürlich gefährlich, dass sich Falten bilden. Deswegen muss man das hier wirklich Stück für Stück machen, schön ordentlich und langsam, immer schön drüber streichen und von oben nach unten streichen. Und dann wird das mit dem Umklappen auch gut passen. Das ist übrigens der halbe Zentimeter, den wir vorhin im selbstgemachten Schnittmuster nach oben hin abgemessen haben. Und ich finde, mein Ergebnis sieht jetzt schon total klasse aus und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich die Klammern abnehmen kann. In der Zwischenzeit habe ich mich entschieden, noch ein Band dazu selbst zu machen, damit eben die Stoffe auch schön zueinander passen. Kannst du zum Beispiel ein Band auch aus Schrägband ganz schnell einfach selber nähen. Ich habe jetzt hier denselben Stoff genommen und klappe den dann zusammen wie Schrägband und bügel das dann. Also ich mache es erst so Schrägband, dass ich dann einmal in der Mitte zusammenfalte. Und auch das dann nochmal bügel. Und dann kannst du einen Karabinerhaken ganz einfach auffädeln und den schiebst du dann beim Nähen einfach immer ein Stück weiter. Ich habe jetzt hier die Enden einfach ineinander gesteckt, damit das ein bisschen gut aussieht. Also ein Ende umklappen, das andere einfach reinstecken und fertig ist. Und
werde das jetzt auch nur an einer Seite eigentlich festnähen, nämlich die offen ist. Und wenn du das dann einmal rundherum genäht hast, der Karabiner ist schon drin, wie gesagt, den schiebst du einfach beim Nähen ein bisschen weiter, dann hast du hier das perfekte Band auch noch fertig für deinen Fächer. Wenn dir das jetzt zu viel Aufwand ist oder du keine Nähmaschine hast, dann kannst du jetzt einfach ein bisschen Kordelband nehmen oder Makramee oder was auch immer und knotest das am Ende. Dann hast du genauso ein schönes Handband, das ist überhaupt kein Problem. Oder nimmst Schrumpfschlauch. Vielleicht hast du auch noch irgendeine andere coole Idee, die du hier mit uns teilen kannst. Den Karabiner kann ich jetzt vorne in dieser kleinen Öffnung anbringen oder in dem Fall ist es ein kleiner Ring, der hier angebracht ist. Du musst dann schauen, wenn du dir so einen Fächer holst, ob es da so eine Öse oder irgendwas dafür gibt. Und dann können wir ja schon mal unsere Klammern entfernen und mit der Faltung anfangen. Denn ein Fächer ist ja immer gefaltet bzw. kann zusammengefaltet werden. Und um diesen Effekt zu schaffen, musst du jetzt diese Faltung einmal per Hand vornehmen. Ich empfehle dir, das ganz ordentlich zu machen. Ich habe mir wirklich Zeit dafür genommen, die Falten immer ideal zu legen. Nimm dir dafür Strebe für Strebe vor. Du faltest die dann einmal so übereinander wie so eine Ziehharmonika. Vielleicht kennen das viele auch noch von früher vom Basteln als Kind. Und wenn du damit fertig bist, kontrolliere nochmal, ob die gut übereinander liegen. Dann nimmst du so einen Küchengummi und machst den mehrfach rum, damit da richtig Spannung drauf ist. Aber es sollte nicht auseinandergehen und lässt einmal deinen Fächer über Nacht so liegen. Das habe ich jetzt mit beiden Fächern einmal gemacht. Du siehst hier beim linken übrigens das Makramee-Band, das ich selber gemacht habe, aber du kannst das ja auch jederzeit tauschen durch den Karabiner. Und schau mal, die Faltung ist jetzt perfekt geworden, einfach weil es über Nacht mal so gelegen hat. Und ich finde ja, diese Fächer sind wirklich, wirklich schön geworden. Sie funktionieren und sie sind so individuell. Also ich finde meine 2 selbstgemachten Fächer richtig cool, ob man nun schon direkt imprägnierten Stoff benutzt oder den eben selber imprägniert. Das spielt dabei keine Rolle. Natürlich darfst du auch Stoff benutzen, der nicht imprägniert ist, aber dann ist es eben nicht abwischbar. Also ich finde es richtig toll, gerade weil es so individuell ist und man könnte das jetzt auch perfekt zum Sommerkleid machen, vielleicht als kleine Anregung. Bitte verlinkt mich, wenn ihr eure Fächer postet. Ich will unbedingt sehen, was aus dieser Idee geworden ist und was ihr draus gemacht habt. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr mich und meine Arbeit hier unterstützen. Dann sehen wir uns wohl auch nächste Woche 19 Uhr wieder hier auf YouTube. Also macht's gut!